Guten Morgen aus Shanghai. Es ist leider bewölkt heute, aber es ist warm. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Shoppen. Ne? Einmal shoppen, bisschen frustriert sind wir, also ich zumindest, denn sie haben die Regeln oder hier wahrscheinlich ein bisschen verstärkt. Es wird alles geblockt außer 80 und 443, also HTTP und HTTPS. Es geht kein E-Mail, es geht kein VPN, es geht hier im Hotel gar nichts. Das bedeutet auch, wir können das YouTube-Video nicht hochladen und werden wahrscheinlich Mittwoch dann kein Video bringen und kein Instagram, keine Story, kein gar nichts. Naja, gehen wir erstmal Frust shoppen jetzt. Ja, wir sind abgeschottet hier, als wenn wir in der Steinzeit wären. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, das ist der Nachteil an China. Gut, egal. Wir machen jetzt trotzdem den Besten oder das Beste draus und gehen einkaufen, gehen ein bisschen Sightseeing, das Wichtigste anschauen. Das zeigen wir euch heute, was man alles so an einem Tag hier in der Altstadt, hauptsächlich in der Altstadt, erleben kann. Das ist übrigens das Doubletree bei Hilton Pudong. Also Pudong ist ja der Bereich hier. Und wir haben ein Upgrade bekommen in eine King Suite und ein richtig tolles Präsent bekommen. Also als Willkommensgeschenk. Ja. Aber das Tollste ist ja das da unten. Die Pralinenschachtel. Und das hier konnte man in Jakarta kaufen. Jetzt haben wir es geschenkt gekriegt. Hier ist auch schön. Voll mit Doubletree-Keksen. Das sind irgendwie die leckersten Kekse, die ich so kenne. Ich sehe den Gummi zum ersten Mal hier. Was ist denn da heute Morgen passiert? Das war das Geilste. Ich war hier für kleine Jungs. Mach das zu. Ich mache es jetzt nicht zu. Dann geht diese Tür nicht mehr auf. Dann war er eingesperrt und halt, Hilfe! Habe ich nur gehört. Hilfe! Genau. Ja, was soll ich denn sonst rufen? Sonst kommst du doch nicht. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass es zu teuer war. Ich weiß nicht mehr genau. Auch. Das Doubletree besteht aus zwei großen Towern. Wir sind im West Tower, das ist der Ost Tower. Beide Tower haben auch Zimmer, also ein ziemlich großes Hotel. Aber wir glauben, dass es das noch nicht so lange gibt, obwohl die Zimmer schon relativ alt aussehen. Vielleicht wurde es mal gekauft, wissen wir noch nicht. Aber von meiner Erfahrung. So. Willkommen in Shanghai. Und auch hier ist es nicht so Autos? Ja. Ist es nicht so chaotisch, wie man das vielleicht mal gehört hat. Immer mehr Elektroautos und immer mehr Elektroroller. Es ist sehr ruhig. Ja, ich habe gerade schon gesagt, irgendwie das Gefühl, ich bin hier fast im Wald, obwohl ich Autos sehe, aber es ist total leise. Oh, das ist vom Fliegen gestern, da sind meine Ohren noch ein bisschen Druck drauf, aber nee, glaube ich nicht. Es ist mega leise hier. Es gibt ganz, ganz viele Elektroautos und Elektroroller und die Luft ist auch viel, viel besser, als sie vielleicht vor 2 Jahren noch war. Also es ändert sich permanent hier. Englisch. Es ist zwar alles gesperrt, Google und Google Maps, aber Apple-Karten funktioniert tatsächlich. Wir müssen zur Madang Road. Das guckt mir wahrscheinlich auch an wie ein Auto. Aber es ist normal, wenn wir im Ausland unterwegs sind. Das S-Bahn-System oder U-Bahn-System ist relativ groß, aber sehr ausgelastet hier. Nichts im Vergleich zu Peking. Da war es ja relativ wenig los. Es sei denn, das ist aber Rush Hour. Da waren wir aber nie unterwegs. Wir sind immer außerhalb der Rush Hour gefahren. Das ist die bessere Wahl. Hier ist es generell voll. Das weiß er natürlich ganz genau, weil er so oft da ist. Ja, weiß ich.
Wer kriegt sein Telefon am lautesten? Next station, Century Avenue. Aber vielleicht kann ja die, wie heißt der nochmal? Osmo Action. Osmo Action Cam. Genau, die gibt es vielleicht hier zu kaufen. Deswegen sind wir ja auf dem Weg in den DJI Flagship Store. Weil die, oder beziehungsweise alle GoPros, die wir haben, stürzen permanent ab. Und es liegt nicht an der SD-Karte. Geh mal nicht so nah ran, dann sieht man vielleicht irgendwelche Falten oder so. Oh Gott, hier ist ja was los, sag ich euch. Also wer Platzangst hat und Menschenmengen nicht mag, der sollte das vielleicht meiden. Wir laufen lieber, ist teilweise sogar schneller. Und außerdem haben wir noch nicht genügend Sport gemacht. Ich habe das Verhalten schon assimiliert. Ich finde, Bahnfahren ist hier in Shanghai ein bisschen teurer als in Peking. 100 Ying sind 13 Euro. Jetzt haben wir 18 Ying bezahlt für 2 Personen. Ich glaube, wir hätten in Peking wahrscheinlich nur die Hälfte bezahlt. Da war es immer nur 8 für die Strecke bezahlt. Es ist schon ein bisschen teurer hier, aber es ist Shanghai. Da ist wohl prominenter Besuch im Laden. Das Teil so riesig. Das ist die oder der Osmo Action Cam. Ist das Pendant zu dem, mit dem ich gerade filme. Aber wie Dominik schon gesagt hat, die GoPro 7, die stürzt uns ständig ab, die nervt. Und die soll besser sein. DJI haben wir sowieso ganz viel im Einsatz mit dem Osmo Pocket und die Drohnen. Also eigentlich würde es ganz gut in unsere Sammlung passen. Ist auch wesentlich günstiger hier. 323 Euro umgerechnet. Kostet sie. Ganz viel da drin. Eine ganze Tasche voll. Ja, aber dafür haben wir viel Geld gespart und ja, haben jetzt ein neues Gerät. Aber das werden wir für diesen Vlog noch nicht verwenden, weil wir sind ja schon mittendrin und jetzt eine neue Kamera anzubauen, würde vielleicht, das wäre ein bisschen zu krass der Unterschied, glaube ich. Wir machen jetzt noch das Video zu Ende und für den nächsten Vlog, für den nächsten Flight Report werden wir dann die Osmo Action Cam nutzen. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen in die Altstadt. Die ist links, nämlich ganz in der Nähe des DJI Store. Links, da hinten, das ist doch ganz nett, da gibt es auch ganz viele Restaurants und Cafés in angenehmer Atmosphäre. Und dann können wir noch weiter in Richtung Fluss laufen. Und da ist ja auch der Band, aber das ist noch viel zu hell. Es leuchtet also noch nichts. Und da gibt es auch noch leckere Restaurants. Wir wollen auf jeden Fall heute noch mal ein bisschen Chinesisch essen. Und wir waren ja schon ein paar Mal jetzt hier. Und jedes Mal, wenn wir diese Ecke hier ablaufen, gehen wir in ein bestimmtes Restaurant. Da gibt es selbstgemachte Wonton-Nudeln. Oh, da freue ich mich schon drauf. Die sind lecker. Übrigens, wer sich die Frage stellt, wir haben jetzt 2 DJI Osmo Action gekauft. Einen habe ich gekauft, einen hat der Stefan gekauft. Und das Ganze ist natürlich noch unter der Einfuhrgrenze in Deutschland. Das heißt, man braucht darauf keine Zolleinfuhr oder sowas bezahlen. Und trotzdem haben wir noch 50 Euro im Vergleich zum VK in Deutschland gespart.
das muss eine Empfehlung sein. Hier gibt es bestimmt Peking-Ente. Wenn da so viele Leute anstehen, muss es richtig, richtig gut sein. Es riecht auch mega lecker. Aber Peking-Ente hatten wir erst kürzlich in Peking. Und es war furchtbar fett, aber unglaublich lecker. Also kann ich euch unbedingt empfehlen. Wenn nicht in Peking, dann ruhig mal hier. Aber wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, unsere Suppe essen. Hier müssen wir mit Handzeichen arbeiten, weil es gibt hier keine Karte und auch nicht in westlichen Schrift. Das heißt, wir müssen raten oder nach Bildern. Shishi. Shishi, wisst ihr ja, was es bedeutet. Das ist fast schon unser Stammlokal hier, kann ich euch sagen. Wir sind das 3. oder 4. Mal hier. Immer wenn wir in Shanghai sind, laufen wir hier rum und gehen hier rein. Für uns ist das irgendwie die beste Wonton-Suppe, die es gibt. Und die sind selbst und frisch gemacht hier. Das war's, was uns so beeindruckt hat. Also die eben unten frisch rollen. Probier erst mal, das ist sehr würzig. Und es ist immer voll, das hat ja was zu bedeuten. Verbrannt. So sieht es übrigens innen aus. Es ist eine Fleischfüllung mit ganz viel Gewürzen und ich glaube, es ist nicht Petersilie, könnte aber ein bisschen Schnittlauch sein. Also richtig lecker. Hi. It's really good. Also den Namen kann ich euch natürlich nicht geben, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Ich kann das noch nicht mal lesen, was da steht, aber es ist für uns ein Geheimtipp für euch. Also wir werden euch mal versuchen, dieses Lokal hier in der Videobeschreibung zu verlinken. Ihr solltet immer hier in der Nähe sein, müsst ihr es unbedingt probieren. Es war jetzt für uns viel zu viel. Ja. 12 Stück war das Maximum, was man bekommt. Man kann mal mehr nehmen, aber das ist das Maximum. Hat uns gekostet jetzt 33 pro Suppe. 33 pro Suppe, ist jetzt auch nicht mega günstig, aber auch nicht teuer, denn das war viel zu viel. Also 8 hätte es auch getan. Hier 4 Euro noch was. Ja, das letzte Mal waren wir ja hier, da war irgendein Festival und da war das so brechend voll, da konnte man das gar nicht wirklich anschauen. Hier ist irgendwie so eine Art Altstadt-Einkaufsbereich oder Shoppingbereich, alles so ein bisschen in den traditionellen Teakhäusern, chinesischer Baustil, total toll finde ich und alles richtig gut restauriert. Hier die Häuser hinter uns, ich sehe da kaum was Kaputtes dran, aber ist ein bisschen Touristenattraktion hier. Aber ich sehe keine Touristen. Ach doch, da sind Touristen, oder? Ja, es gibt ja auch chinesische Touristen. Genau, wollte ich gerade sagen. Chinesische Touristen. Ja. Sieht so aus, aber ich sehe nichts Westliches. Darf man das so sagen, politisch korrekt? Ja. Glaube. Shanghai Suite von 1939. So sieht es auch aus. Nein, 33. 33, ja. So sieht es auch aus. Das denn ist übrigens der Yu Garden. Gehen wir jetzt nicht rein, kostet Eintritt und das Wetter ist auch nicht so berauschend für heute. Aber da kann man so ein bisschen die Botanik sich angucken. Also Motorradfahrer und Fahrradfahrer haben hier irgendwie freie Bahn. Die können auch über Rot fahren. Ich wäre hier vorsichtig. Hier wird ja immer alles gefilmt. Egal wo man ist, was man macht, wer man ist. Dominik hat das mal in Erfahrung gebracht. Was war das nochmal?
politische Gesinnung, ob du mal gegen irgendwas verstoßen hast, oder ob du dem System treu bist und alles Mögliche. Mit Gesichtserkennung und so weiter. Ja, habe ich aber im Peking-Blog erzählt. Genau. Das heißt, es brauchen gar keine Blitzer hier irgendwo stehen. Es wird sowieso immer alles aufgenommen. Und jeder Verstoß wird sofort geahndet. Deswegen werde ich ein bisschen vorsichtig mit über Rot gehen und fahren. Aber vielleicht ist es ja auch erlaubt. Wer weiß. Da oben drin ist eine Kamera. Wenn du da jetzt läufst, die ist scharf. Gesichtserkannt. Die wissen ganz Unten genau. Ist ja auch, wird ja auch gefilmt. Oh. Ja, genau. Hier, film mal. Habe ich es nicht gesagt? Und hier ist die Ampel. Also volle Kontrolle. Das ist der Bund. Das ist quasi der Bund, der um Pudong, also das Hochhausviertel, herumfließt. Und dann kann man hier abends, es ist leider jetzt hell, wir werden versuchen, abends mal herzukommen, hat man eine richtig tolle Sicht. Es wird alles schön beleuchtet hier. Das ist ein toller Abend, ein toller Abschluss für einen Vlog. Wie gesagt, der kommt später. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumlaufen und dann zurück ins Hotel. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was vorbereiten und wir haben jetzt vielleicht einen Weg gefunden, das VPN zu umgehen. Naja, das Problem ist nämlich, ich habe es falsch gesagt oder ich habe jetzt herausgefunden, unsere IP-Adresse ist blockiert und bei uns wechselt die nicht. Das ist eine feste IP-Adresse und wahrscheinlich haben sie in der Vergangenheit festgestellt, dass da VPN-Verbindungen aufgebaut werden und deswegen geht gar nichts. Keine E-Mails, kein nichts, weil alles bei uns auf unserem Server läuft und das jetzt natürlich gesperrt ist. Nur ja, aber das ist ja nicht unser einziger Anschluss. So sind wir also auf der Blacklist hier. So, jetzt nehmen wir mal schnell die Fähre rüber zur anderen Seite und dort wird es wahrscheinlich auch einfacher sein, dann ein Taxi zu nehmen. Uber und Grab funktioniert übrigens hier nicht. Ja. Und schon sind wir drüben auf der anderen Seite, sozusagen auf. Jetzt sind wir wieder in Pudong, genau. Richtig. Pudong. In Pudong. Die Busse wieder elektrisch. Wir sind wieder auf der Suche nach einem Taxi. Wir haben wieder vorgesorgt, einmal eine Karte des Hotels mitnehmen, mit der Bezeichnung des Hotels, aber es ist wieder keins frei. No? Okay. Ich glaube es nicht. Haut er ab. Haut er einfach ab. Was war das denn? Oh, es ist auch gleich ganz glitschig hier, rutscht nicht aus. So. Ich glaube, das ist dafür da, um den Staub zu binden, damit es hier nicht so staubig, smogig wird. Ja, das sind die zwei. Jo, da kein Taxi uns mitnehmen wollte, fahren wir jetzt einfach Bus. Ja, entweder das ist zu kurz, was ich ja nicht glaube, wir fahren auch mit Bussen nicht jetzt 40 Minuten, oder sie haben es einfach nicht lesen können. Keine Ahnung, also sie wollten einfach nicht. Gut. Ja.
Das ist wesentlich günstiger. Wir zahlen jetzt nämlich nur 2 Yen pro Person für die Strecke von 40 Minuten bis zum Hotel. Für ein Taxi hätten wir wahrscheinlich 30 bezahlt, also mindestens. So, alles gut. Na, das ging eigentlich einfach. Genauso einfach wie die Bahn. Und einfacher als ein Taxi. Okay, also merke für die Zukunft, Taxis lohnen sich hier wohl nur, wenn man lange Strecken fährt. Vom Flughafen zum Hotel. Das machen sie gerne. Alles andere wird schon schwierig. Kommen Sie herein. Kommen Sie raus. Unser Wohnzimmer habt ihr heute Morgen ja schon gesehen. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell das Schlafzimmer, denn jetzt ist es ja frisch gemacht. Machen wir Licht an. Das ist quasi Schlafzimmer und Arbeitsbereich in einem. Ja, also quasi 2 Zimmer für uns mit Badezimmer und einer kleinen Küche. Hast du schon von dem Milch und Honig erzählt? Nee, David, kannst du erzählen. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Es war halt hier einmal Löffel, Honig und Milch. Gestern Abend schon. Also heiße Milch und Honig kenne ich ja, so, ja für Kinder, um ins Bett zu können oder schlafen zu können, aber... So, es hat funktioniert. Video lädt hoch. Also Dominik hat es geschafft. Ja. Illegalerweise. Ja, illegal ist es nicht, aber also VPN ist illegal, aber ich baue ja eine Verbindung zu Deutschland auf, um unsere deutsche IP zu nutzen, beziehungsweise ja, um den Datenverkehr da natürlich durchzutunneln. Und ich bin gesperrt mit oder wir sind gesperrt mit unserer festen IP, hab's ja vorhin schon erzählt. Andere Server, andere Standorte in Deutschland und schon geht's wieder. Ja, und somit sind wir gerettet. Wir konnten sogar unsere Story weitermachen und ja, es lädt hoch. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe. 1 Stunde dauert es, bis es hochgeladen ist. Und wir haben ja 6 Stunden sind wir ja voraus. Aber es ist jetzt hier nämlich schon 17 Uhr. Das ist ja quasi für euch die Zeit. Also haben wir jetzt noch 6 Stunden Zeit, bis es hochgeladen ist, verarbeitet ist. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen was daran, ein bisschen was schreiben, Videobeschreibungen machen und so weiter und so fort. Und das dauert einen Moment. Aber ich denke, das schaffen wir. Jetzt gehen wir in die Lounge, denn das Doubletree hier hat auch eine Lounge unten und wir kennen sie noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Das ist tatsächlich eine der größten Lounges, die ich bisher gesehen habe in einem Hilton Hotel. Und das Buffet passt zur Größe der Lounge. Es gibt mehrere warme Speisen und auch noch ein Salatbuffet, kalte Speisen, Süßigkeiten, also mega groß. Und das können wir halt jetzt all you can eat machen also von 17:30 Uhr bis 20 Uhr, also sogar noch mehr als 2 Stunden. Normalerweise sind es immer nur 2 Stunden Happy Hour, aber dann ist die Lounge nicht geschlossen. Dann geht sie meistens noch bis 10 noch offen. Hier schließt sie dann tatsächlich um 8 Uhr gleich. Gut, gucken wir mal, was es zu essen gibt. Brauchen sogar noch ganz viel frische Früchte. Ja, gesund, auch in der Lounge. Pizza wollte ich jetzt nicht, die sah echt komisch aus. Wir sind fertig mit der Lounge, lecker gegessen, aber leider wird das nichts. Wir haben eigentlich die Wettervorhersage gecheckt heute, aber die deutsche Wettervorhersage, was heißt die deutsche, das ist blöd. Die Wettervorhersage von Weather Pro oder wie das heißt, war leider falsch. Ich habe heute Shanghai Post gelesen, also die Zeitung, die uns zugestellt wurde. Da wurde irgendwas vom Plum Rain oder so ähnlich gesagt. Und tatsächlich, es schüttet wie aus Eimern auf Deutsch gesagt. Es ist nur am Regnen. Es macht keinen Sinn, jetzt Schüttet wie aus Eimern. Ja. der Bahn quasi rüber zu fahren. Macht keinen Sinn. Also würde ich sagen, okay, wir lassen es aus. Wir waren ja schon mal da, ihr vielleicht auch. Wir werden also keine Videos davon machen, keine Szenen davon machen können, weil es geht auch gar nicht mit der Kamera bei dem Regen. Würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Wir machen jetzt Schluss und
Bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss. Ist auch einer drin. Ich glaube, es muss leuchten oben, das Taxischild, dann ist es leer. Ah ja. Wie bei uns. Bei uns leuchtet es auch leer.